Barrierearmut. Was sollen Dozierende wissen, um eine möglichst inklusive Lehre sicherzustellen? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Ruhe bewahren. Es gibt eigentlich keine echten Notfälle im Seminarraum. Und dann überlegen, was mache ich jetzt? Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Erstmal, dass man versucht, die Situation zu verstehen, vielleicht sich auch mal in die Situation des Studierenden oder der Studentin hineinzuversetzen und dann das Gespräch suchen. Ich werde immer wieder gefragt, kann man das denn einfach so ansprechen? Und ich würde sagen, ja, man sollte das jetzt nicht vor dem ganzen Seminar machen. Man kann die Studierenden bitten, dass sie nach dem Seminar noch mal kurz da bleiben, weil man gerne noch kurz was besprechen möchte. Und dann kann man, was ich ganz wichtig finde, sagen, wissen Sie, ich mache mir Sorgen oder mir ist aufgefallen oder Ähnliches. Also nicht sagen, Sie haben eine Schizophrenie und bitte kümmern Sie sich darum, dass das besser wird. Das geht natürlich gar nicht, sondern ganz vorsichtig sagen und über sich selber sprechen. Dann können die Studierenden, haben die Möglichkeit zu sagen, nee, ist schon alles okay und machen Sie sich keine Sorgen oder Ähnliches. Und dann, falls der Student oder die Studentin dann sagt, ja, mir fällt es unheimlich schwer, hierher zu kommen und ich habe eine Depression und das wird auch behandelt, aber im Augenblick schaffe ich das noch nicht so richtig, dann kann man diese Studierenden fragen, was wäre denn hilfreich für Sie jetzt im Seminar? Und ich finde das ganz wichtig. Die Dozentinnen und Dozenten sind keine Therapeuten und sollen das ja auch gar nicht sein. Sie sollen empathisch sein, das heißt, sich versuchen hineinzuversetzen, zu verstehen, was das Problem ist. Aber sie sollen vor allen Dingen als Expertinnen und Experten für Lehre sich etwas überlegen, wie man diese Problematik, die der Student oder die Studentin hat, so gut wie möglich lindern kann im Seminarkontext. Und das wissen die Betroffenen meistens selber am besten, was man da tun kann. Also das würde ich für einen ganz wichtigen Punkt halten. Und um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mein Appell an die Dozentinnen und Dozenten, holen Sie sich Hilfe, besprechen Sie sich vielleicht mit einem Kollegen oder einer Kollegin oder rufen Sie die Behindertenbeauftragten an und so weiter. Ich glaube, das ist am entlastesten, wenn man weiß, dass andere vielleicht einen guten Rat haben oder man das im Gespräch dann lösen kann, was das Problem ist.